Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wir sind hier an der Berufsschule in Gelnhausen. Elternabend. Tatsächlich nicht. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema Industrie 4.0. Ein belasteter Begriff, der in aller Munde ist, aber von jedem anders interpretiert wird. Was bedeutet Industrie 4.0 für Sie als Anwender, als Entscheider und welche Vorteile bringt es mit sich? Hier an der Berufsschule hat man mit tatkräftiger Unterstützung von Maschinenherstellern und Geräteherstellern ein Industrie 4.0 Labor erstellt. Und was die Berufsschule unter Industrie 4.0 versteht, das schauen wir uns jetzt mal an. Was genau ist Industrie 4.0? Da muss es doch vorher schon was gegeben haben. Und die Antwort ist ja. Mit Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert begann das Zeitalter der Industrialisierung. Hier spricht man auch von Industrie 1.0. Dies war ein wichtiger Schritt, aber es musste natürlich weitergehen. Ende des 19. Jahrhunderts begann dann das eigentliche Zeitalter der Industrialisierung. Elektrischer Strom, Fließbänder haben die Massenproduktion in den Fabriken überhaupt erst möglich gemacht. Das war 100 Jahre lang Stand der Technik und hat den Grundstein für unsere heutige Wohlstandsgesellschaft gelegt. Anfang der 70er Jahre begann das Zeitalter der speicherprogrammierbaren Schaltungen, abgekürzt SPS. Wir sprechen hier auch von der Automation mit dem ganz klaren Ziel, Effizienz zu steigern, manuelle Prozesse zu reduzieren und somit auch Qualität zu erhöhen. Und heute sprechen wir über Industrie 4.0, was die konsequente Weiterentwicklung von 3.0 darstellt. Sie kennen das vielleicht im privaten Haushalt. Heute ist alles miteinander vernetzt. Selbst Ihre Kaffeemaschine, die, wenn der Kaffee leer ist, selbstständig Kaffee nachbestellt. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Wie sich das aber im industriellen Umfeld verhält, das zeigen uns jetzt die Schüler der Berufsschule Gelnhausen. Auf geht's, Frank! Hi, ich bin der Frank. Hallo, Robin. Freut mich, schön, dass du Zeit für uns hast. Gerne. Robin, ihr habt hier einen Wahnsinns-Maschinenpark. Warum betreibt denn die Berufsschule Gelnhausen so einen großen Aufwand? Wir sind eine von 2 Schulen in Deutschland, die den Zweig des Kunststofftechnikers ausbildet. Und deshalb wird besonders viel Wert darauf gelegt, dass wir alle handelsüblichen Steuerungen gut beherrschen. Wir sprechen über Industrie 4.0. Inwiefern sind denn eure Produkte hier miteinander vernetzt? Wir haben die Möglichkeit, unseren 6-Achs-Roboter mit den Spritzgussmaschinen zu verbinden. Dieser entnimmt dann die gefertigten Teile, prüft sie unter der Kamera. Im Anschluss wird noch der Anguss abgetrennt und danach können wir die Teile noch belasern. Oh, vielen Dank für die Info. Gerne. Hallo Max. Hi, grüßt euch. Das ist also die Lasermarkierstation. Ja, genau. Was hat es denn genau auf sich mit der Markierung dieser Teststreifen? Ja, wie ihr beide sehen könnt, unterscheiden sich diese Prüfstäbe nur optisch von der Farbe. Ja. Um sie in weiteren Produktionsketten nachverfolgen zu können, werden Additive verwendet, die auf die Laserstrahlung reagieren. Somit können wir dann mit diesem Lasergerät einen QR-Code oder einen Matrix-Code in diesen Prüfstab einlasern und somit unsere Produkte personalisieren und einzigartig machen. Und inwiefern ist dieses Gerät Industrie 4.0 tauglich? Dieses Gerät verfügt über alle Schnittstellen, die wir benötigen, um dieses Gerät in unser Prozess mit einzubinden. Ein weiterer Vorteil hiervon ist, dass wir von einem beliebigen Browser aus jederzeit Echtzeit-Daten abrufen können. Worüber Max gerade gesprochen hat, ist unsere ReaChat Titan-Plattform, ein geräteunabhängiges Bedienkonzept.
Hier haben wir alle Schnittstellen enthalten, um horizontale und vertikale Datenströme abzubilden. DHCP-Server ist an Bord, somit können wir Fernwartung mit jedem x-beliebigen Browser vornehmen. Industrie 4.0 steht somit nichts im Wege. Wir sind hier beim Johannes in der Qualitätssicherung und stehen bei der Materialprüfung. Und jetzt die Frage, warum wird so ein Test gemacht, Johannes? Ja, der Kunde hat verschiedene Anforderungen an das Material. Und ob zum Beispiel die Reißfestigkeit den Sollwerten entspricht, machen wir hier eine Zugprüfung, indem wir einfach so lange ziehen, bis es reißt. Am besten zeige ich euch das einfach mal. So Johannes, wie ist denn der Test jetzt ausgegangen? Also die Probe hat jetzt die Zugprüfung bestanden und dank des Data Matrix Codes können wir die Charge ganz einfach zurückverfolgen. Dann scannen wir das jetzt mal. Ja, gerne. Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eine qualitativ hochwertige Kennzeichnung sehr wichtig ist. Auch die Netzwerkfähigkeit der Geräte ist hier das A und das O. Ein spannender Tag an der Berufsschule Gelnhausen geht zu Ende. Hier ist man am Puls der Zeit. Auch wir als Gerätehersteller gehen diesen Weg mit. Wenn auch Sie Ihren Kennzeichnungsprozess Industrie 4.0 ready machen wollen, kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, die Kennzeichnungsprofis vor Ort.